Neulich ist mir jemand von euch in meine DMs geslidet mit der Bitte, könnt ihr mal ein Video machen, warum so viele Harry Styles mögen? Ihr wisst schon, das ist der früher mal bei der Boyband One Direction war und aktuell solo unterwegs ist und für Ohrwürmer wie diese hier verantwortlich ist. Außerdem ist das der mit seinen Outfits für sehr viele Diskussionen sorgt und es sogar damit als erster Mann überhaupt in der 128-jährigen Geschichte des Magazins auf das Cover der Vogue geschafft hat. Und das in einem Rüschenkleid. Rüschenkleid? Rüschen? Rüschen. Rüschen? Das heißt doch nicht Rüschenkleid, oder? Rüschen? Rüschen. Rüschen? Nee, jetzt ist es ganz falsch. Und das in einem Rüschenkleid. Als ich angefangen habe, mir das alles ein bisschen näher anzuschauen, habe ich solche Überschriften gefunden. Der Aufstieg von Harry Styles. Wie wurde das frühere Boyband-Mitglied zu einem der größten Namen im Pop? Wie dieser niedliche Boyband-Boy zur Stilikone wurde. Ist der Lärm um Harry Styles gerechtfertigt? Und darum ist der Hype um Harry Styles total gerechtfertigt. Oder Foreneinträge, wo die Leute versuchen, dem auf den Grund zu gehen und sich fragen, ob er overrated ist, woher der Hype kommt und ob er nicht mittlerweile so gehypt wird, dass er fast schon wie eine böse Person hinter der Kamera wirkt. Also ob er quasi zu gut ist, um wahr zu sein. Und auch wenn man bei Google eingibt, warum ist Harry, kommt, warum ist Harry Potter reich? Weil Harry Potter ist doch nicht reich. Aber wenn man weiter tippt, kommt direkt, warum ist Harry Styles ein Vorbild? Da habe ich mir dann auch irgendwann gedacht, ja, warum eigentlich? Irgendjemand wird das doch wohl erklären können, oder? Oder? Das war creepy. Wir möchten Licht ins Dunkle bringen und haben uns mit dem Phänomen Harry Styles beschäftigt und wollten herausfinden, wer ist diese Person, die regelmäßig die Charts dominiert, mit dem Bild der Männlichkeit spielt und Diskussionen rund ums Queersein lostritt und wieso geht diese Diskussion tiefer, als man zuerst denkt. Bevor jetzt wieder jemand in die Kommentare schreibt, wer ist das? Muss man ihn kennen? Nein, man muss erstmal niemanden kennen, aber falls ihr ihn kennen wollt, hier eine ganz kurze Zusammenfassung. So richtig angefangen hat es bei ihm im Jahr 2010, als er bei der britischen Castingshow X Factor teilgenommen hat. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Da hat er zwar nicht gewonnen, aber 4 andere Jungs, die genauso alt waren wie er, haben auch nicht gewonnen. Aber die Jury fand sie alle zu gut, um sie einfach aus der Show zu schmeißen. Also haben sie die Idee gehabt, eine Band mit ihnen zu gründen. Und das war die Geburtsstunde von der Boyband One Direction. Zusammen haben sie dann Platz 3 in der Show erreicht, aber sind weit darüber hinaus bekannt geworden. Ihr kennt wahrscheinlich diesen Banger hier. Normalerweise, wenn dieser Song bei uns läuft, irgendwann während einer Feier, dann weißt du, es ist Zeit zu gehen. Aber wir hören das natürlich nur ironisch, Leute. Sprich nur für dich. Ihre Tour 2014 ist einfach mal die kommerziell erfolgreichste Tour unter allen Bands gewesen. Sie haben extrem viele Preise bekommen, Brit Awards, American Music Awards, Billboard Music Awards und MTV Video Music Awards, bis sie dann 2015 eine Pause angekündigt haben. Die einzelnen Mitglieder haben entschieden, es mit Solokarrieren zu versuchen und das hat bei Harry Styles direkt von Anfang an ziemlich gut funktioniert. 2017 kam dann seine eigene Single Sign of the Times. Damit hat er direkt einen Rekord gebrochen und Platz 1 der US-iTunes-Charts innerhalb von 19 Minuten erreicht und damit Adele überholt. Ich glaube, ihr habt verstanden, seine Musik kam kommerziell gesehen schon immer sehr gut an. Und er hat sogar einen Ausflug in die Schauspielbranche gemacht und in dem Film Dunkirk vom bekannten Regisseur Christopher Nolan eine der Hauptrollen bekommen und einen Soldaten gespielt. Soweit, so gut, das ist ja erstmal noch nichts Besonderes, aber sein Style hat sich irgendwann angefangen weiterzuentwickeln und jetzt kommen wir mal zu dem Part, wegen dem ihr höchstwahrscheinlich auf das Video geklickt habt. Ich habe mich mal durch die Bilder von ihm in Bilddatenbanken geklickt. I love my job. Ich werde dafür bezahlt, mir den ganzen Tag Bilder von Harry Styles anzuschauen. Das ist so schwer manchmal. Während er sich 2013 und 2014, würde ich jetzt mal sagen, noch relativ unauffällig gekleidet hat im Vergleich, wurde sein Kleidungsstil sowohl auf als auch außerhalb der Bühne immer verspielter. Ich persönlich finde es cool, wie er mit Schnitten, Formeln und Farben angefangen hat zu spielen, aber auch angefangen hat, immer mehr Accessoires, lackierte Fingernägel, Blusen und Kleider zu tragen. Es wurde vor allem auf der Bühne ziemlich extravagant und hatte einen Wiedererkennungswert, also ich würde sagen, er hat auf jeden Fall seinen eigenen Stil gefunden. Harry ist ein Mann, der sich so kleidet, wie er will. Auch wenn das mal heißt, ein Kleid anzuziehen.
Schockierend, ich weiß. So schockierend, dass sein Cover im Vogue-Magazin 2020 eine ziemlich große Diskussion über Kleidung und Geschlecht losgetreten hat. In alle möglichen Richtungen. Aus der amerikanischen rechten und konservativen Szene gab es kritische Stimmen, die zum Beispiel geschrieben haben, dass man männliche Männer zurückbringen sollte, worauf er dann später übrigens dieses Bild als Antwort gepostet hat. Oder, dass Weiblichkeit und Männlichkeit existieren und schon immer existiert haben und Kleidung das auch immer dargestellt hat und dass dieses Fotoshooting Männlichkeit verweiblicht. Die Antwort darauf ordnet das, finde ich, auch ganz gut ein. Peak Männlichkeit vor 500 Jahren so. Sind zwar nicht ganz 500, sondern eher so 300 Jahre, aber der Punkt ist der gleiche. Musste man kurz noch verbessern, Entschuldigung. Historikerin Valeria spricht heute für Sie. Bildungsauftrag erfüllt. Es gab aber auch Kritik von der anderen Seite. Der Schauspieler und Sänger Billy Porter ist Teil der LGBTQIA+-Community und bringt schon seit Jahren mit seinen Outfits das Thema der genderfluiden Kleidung immer wieder ins Gespräch. Zum Beispiel, als er 2019 bei den Oscars in einem Blazerkleid war. In einem Interview sagte er damals der Sunday Times, dass er findet, dass es eine Fehlbesetzung gewesen ist, Harry Styles, einen heterosexuellen weißen Mann, als ersten Mann auf das Cover zu bringen. Im Vergleich musste er sein ganzes Leben lang kämpfen, um bei den Oscars in einem Kleid anzukommen, ohne dafür erschossen zu werden. Seiner Meinung nach ist Harry Styles nicht der Richtige, um diese Konversation zu repräsentieren, weil er es im Vergleich sehr leicht hat, so akzeptiert zu werden. Dass das Gespräch sehr viel tiefer geht als das und das erstmal nichts direkt mit Harry Styles zu tun hat, das hat er dann später in einer öffentlichen Entschuldigung nochmal klargestellt. Harry Styles, I apologize to you for having your name in my mouth. It's not about you. The conversation is not about you. It is about the systems of oppression and erasure of people of color who contribute to the culture. Und wenn ich mir anschaue, was Harry Styles selbst über seine Kleidungswahl sagt, dann kann ich die Kritik so ein Stück weit nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Bitte cancelt mich nicht. Oh Gott. Cancel Culture Video hier in der Infobox. Er sagte in dem Interview mit der Vogue, dass er seine Styleentwicklung auch seinem Stylisten Harry Lambert zu verdanken hat, mit dem er seit Jahren arbeitet. Von ihm habe er gelernt, mit Kleidung zu spielen und sie nicht zu ernst zu nehmen. Er nimmt Inspiration von Performern wie Prince, David Bowie, Elvis, Freddie Mercury und Elton John und sagt, dass er sich nicht verrückt fühlt, wenn er extravagante Outfits anzieht. Wenn er etwas nimmt, worin er sich gut fühlt, dann ist es wie ein Superhelden-Outfit. Und wenn man die Grenze wegnimmt, dass es Kleidung für Männer und Frauen gibt, dann öffnet es die Möglichkeit, damit zu spielen. Er denkt außerdem gar nicht drüber nach, was es wirklich bedeutet, sondern es ist einfach ein Teil von dem, was er so kreiert. Um es nochmal klarzustellen, ich persönlich feiere seinen Stil total. Das ist mega, dass er sich so wohl fühlt und dann nicht weiter drüber nachdenken muss. Aber so richtig viel gesagt hat er jetzt nicht, oder? Aber kein Wunder, er hat ja tatsächlich keine großartige Hürde, sich so auszuleben. Das heißt nicht, dass er das deswegen nicht tun sollte, im Gegenteil. Aber das heißt nur, dass wenn er schon für so viel Aufsehen sorgt, kann man sich nur schwer vorstellen, wie das für Menschen, die nicht weiß oder nicht hetero sind, sein muss, die bisher noch nicht auf Vogue-Covern gelandet sind. Oder generell ganz normalen Menschen, die nicht Harry Styles sind. Das Magazin The Daily Beast schreibt dazu zum Beispiel auch, dass es zwar historisch ist, aber lange nicht radikal. Andere Männer, die auch schon mal in Kleidern aufgetreten sind und schon vor Jahren für dieselbe Diskussion gesorgt haben, waren zum Beispiel Nirvanas Frontmann Kurt Cobain, der nicht nur regelmäßig Kleider getragen hat, sondern auch auf dem Cover des Face-Magazins in einem zu sehen war. Oder hier hat auch Mick Jagger von den Rolling Stones im Jahr 1969 in einem Kleid performt und solche Beispiele gibt es einige. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Brad Pitt in einer ganzen Fotostrecke in verschiedenen Kleidern 1999 im Rolling Stone Magazin zu sehen war? Also ich wusste das nicht. Um aber auch ein paar andere Beispiele zu nennen von Männern, die nicht weiß sind. Jaden Smith, Sänger und Schauspieler und Sohn von Will Smith, ist regelmäßig in Röcken und Kleidern zu sehen. Sänger Lil Nas X gehört meiner Meinung nach auch zu den Leuten mit den krassesten Kleidern überhaupt. I mean, schaut euch mal dieses Outfit von der Met Gala an. Pharrell Williams auf dem Cover der GQ, andere Rapper wie Young Thug oder A$AP Rocky, alle auch in Kleidern und Röcken unterwegs gewesen. Bis auf wenige Ausnahmen, wie Lil Nas X vielleicht, haben sie aber nicht mal annähernd so viel Lob oder Anerkennung dafür bekommen. Kid Cudi hat sogar einen richtigen Backlash einstecken müssen. Er hatte ein Kleid zu Ehren von Kurt Cobain in der amerikanischen Sendung Saturday Night Live an. Aber wieso ist das so? In diesem Artikel von Dazed wird das zum Beispiel so erklärt, dass das bezeichnend dafür ist, dass wir Ästhetiken anders an POC oder an queeren Körpern wahrnehmen, als an öffentlich heterosexuellen weißen Männern. Und das hat übrigens auch nochmal eine ganze Diskussion rund um die Sexualität von Harry Styles losgetreten, aber zu der komme ich gleich nochmal.
Wir haben ja auf dem Kanal schon mal über parasoziale Beziehungen gesprochen. Die Beziehungen, die man zu einer Person aufbaut, die in der Öffentlichkeit steht. Und offensichtlich haben ziemlich viele, vor allem seiner Fans, eine starke parasoziale Beziehung zu ihm, obwohl man schnell bemerkt, dass er sein privates und öffentliches Leben ziemlich klar voneinander trennt. Man weiß gar nicht so viel Persönliches über ihn. Ich meine, sein Instagram ist mehr oder weniger ein reiner Promo-Account. Das heißt, die Dinge, die man über ihn herausfindet, kommen durch seine Auftritte auf Bühnen oder in Medien. Und ich sag's mal so, ich kann natürlich nicht beurteilen, was davon echt ist und was nicht, aber er kommt schon ziemlich sympathisch rüber, durch zum Beispiel solche Momente. What are your 3 favorite body parts on a woman? Eyes, smile, character. Danke. Danke dafür, dass du Frauen nicht sexualisierst. Richtig nice. Und nicht nur das, er macht sogar immer wieder in Interviews darauf aufmerksam, wenn etwas Objektifizierendes gegenüber Frauen gesagt wird. Und das war schon zu One Direction Zeiten so. Es gibt sogar eine ganze Compilation dazu, wie er in Interviews Frauen respektiert. Women have a hard time controlling themselves around you, no? No, they're usually very polite. Sometimes girls will call a guy if they're in a bar or something. Like, okay, that guy's cute, he's mine. Is it like the rule like is dibs? Yeah, dibs. No, we don't really do that, to be honest. No. Okay. No, we feel like that objectifies women, and that's not really what we're about. Nein, aber ernsthaft, das klingt wie das Bare Minimum, aber alleine, dass solche Fragen immer wieder in Interviews gestellt werden und mehr als genug Leute ganz ernst darauf antworten, Witze darüber machen und mitlachen. Und das weiß ich übrigens, weil ich selber oft Interviews mit MusikerInnen geführt habe und mir dafür jahrelang zur Recherche solche Interviews angeschaut habe. Das normalisiert ja weiterhin, dass so ein Umgangston mit Frauen okay ist. Es ist, auch wenn es irgendwie traurig ist, cool zu sehen, dass es Leute gibt, die da einfach nicht mitmachen. Und er ist dann natürlich nicht der Einzige, aber mir fallen auf Anhieb gar nicht so mega viele Leute ein, die damit ähnlich umgehen. Wenn euch jemand einfällt, dann schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. Der andere wichtige Teil, der für seine krasse Bindung zu seinen Fans sorgt, sind seine Auftritte. Und hier scheint ihm die Nähe und Interaktion zu seinen Fans ziemlich wichtig zu sein. Es gibt einen Haufen Videos hier auf YouTube, in denen gezeigt wird, wie er mit Fans interagiert, Witze macht und zum Teil längere Gespräche auf der Bühne führt. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. What's your name? Ordella. Hotella. Nutella. Oh. Della. All of you are saying the same thing. Außerdem wurden seine Auftritte für viele, vor allem aus der LGBTQ+-Community, zu einer Art Safe Space. Es hängen Pride-Flaggen, das ganze Stadion hat auch schon mal in einem riesigen Regenbogen geleuchtet und er thematisiert das immer wieder auf der Bühne. If you are black, if you are white, if you are gay, if you are straight, if you are transgender, whoever you are, whoever you want to be, I support you, I love every single one of you. Und es gibt sogar ein paar Momente, in denen er Fans hilft, sich bei seinen Konzerten zu outen. Erst vor kurzem hat er beispielsweise ein Schild von einem Fan bemerkt, der geschrieben hat, hilf mir dabei, mein Coming-out zu haben, und hat das dann auf der Bühne thematisiert und zelebriert. Auch im Jahr 2018 hat er ein Schild bemerkt, auf dem ein Fan geschrieben hat, dass sie sich wegen ihm outen wird, und auch da hat er sie nach dem Namen der Mutter gefragt und auf der Bühne supportet. Tina! She's gay! Später hat sie sich nochmal bei Harry dafür bedankt, dass er eine Umgebung geschaffen hat, in der sie stolz sie selbst sein kann und sich sicher fühlen kann. In einem Interview im Jahr 2019, als er vom Rolling Stone Magazin gefragt wurde, was ihm diese Pride-Flaggen bedeuten, hat er geantwortet, dass er will, dass sich die Leute wohl und weniger allein fühlen. Er weiß, dass er als weißer Mann nicht durch dieselben Dinge geht und nicht wissen kann, wie sich das anfühlt. Er will nur, dass sich die Leute gesehen fühlen. Und jetzt kommen wir wieder darauf zurück, dass sich wirklich außerordentlich viele Menschen aufgrund von diesen ganzen Dingen dafür interessieren, ob er selbst Teil der LGBTQ+-Community ist oder nicht. Das mit seiner Sexualität ist so eine Sache. Denn ob Harry Styles wirklich queer ist oder nicht, wird immer wieder gefragt. Auch das Wort Queerbaiting fällt in dem Zusammenhang nicht gerade selten. Queerbaiting bezieht sich darauf, wenn jemand durch Andeutungen den Anschein erwecken möchte, der LGBTQ+-Community anzugehören, ohne es konkret zu thematisieren. Gerade im Kontext von Werbung und Marketing werden beispielsweise Unternehmen kritisiert, die sich zwar damit schmücken, indem sie an Aktionen wie dem Pride Month teilnehmen, Regenbogenfahnen zeigen, aber das hauptsächlich fürs Image tun und sich nicht weiter für die Community einsetzen. Es gibt aber auch noch das Queer Coding, also wenn Verhaltensweisen Queerness zwar implizieren, diese aber nicht konkret bestätigen, was darauf zurückzuführen ist, dass Menschen, die sich nicht immer sicher gefühlt haben, durch Kleidung oder durch Sprache sich so verhalten können, um sich gegenseitig zu signalisieren, dass sie queer sind, ohne es auszusprechen.
Und es gibt die Vorwürfe, dass er beides davon macht. In seinem Fall würde er sich also der Ästhetiken der queeren Kultur annehmen, ohne sich so zu identifizieren. Die Kritik daran ist, dass man sich die guten Sachen raussucht, davon profitiert, ohne die Herausforderungen und Schwierigkeiten zu haben, die andere Menschen in der Regel erfahren müssen, die sich als queer identifizieren. Vor allem früher soll Harry eher Frauen gedatet haben. Wie das heute aussieht, weiß man nicht. Er selbst will diese Frage in Interviews einfach nicht beantworten. In einem Interview mit The Guardian hat er allerdings betont, dass es ihm nicht darum geht, eine Mehrdeutigkeit seiner Sexualität zu zeigen, nur damit es interessant wirkt. Hier wird erwähnt, dass er durch Lyrics, seine Kleidung und Symbole vielen Menschen impliziert, dass er bisexuell sein könnte. Er sagt, dass es nicht so ist, dass er auf einer Antwort sitzt und sie verheimlicht. Er denkt sich nur, wen interessiert's? Er macht Dinge nicht, um schwul, heterosexuell oder bisexuell zu wirken, sondern einfach nur, weil er es cool findet. Er findet, dass Sexualität Spaß macht und hat nicht weiter darüber nachgedacht. In einem anderen Interview sagt er außerdem, dass er das Konzept, sich festzulegen, ziemlich veraltet findet und er mit seinen FreundInnen zwar offen darüber spricht, aber es seine persönliche Sache ist. Wir sollten in eine Richtung gehen, in der das egal sein sollte, wie man sich definiert. Besonders diese Aussage fanden aber nicht alle so cool. Manche hatten die Theorie, dass das einfach nur eine Marketingstrategie ist und dass, wenn er klar sagen würde, als was er sich identifiziert, dass das nichts Neues und Spannendes oder Besonderes wäre. Wenn er es nicht klar benennt, kann er von beiden Lagern profitieren. Andere sagen, dass wir nicht alle im Jahr 2050 leben können, wo so eine Mehrdeutigkeit in der Sexualität die Norm ist. Es gibt amerikanische Staaten, in denen man aktuell nicht mal schwul sagen kann. Es brauche also Leute, die laut sind und auf ihrer Seite stehen. Ob das als Begründung alles ausreicht, ob es cool wäre, wenn er sich labeln würde, vor allem für seine Fans aus der LGBTQ+-Community, das kann und will ich persönlich als nicht queere Person nicht beurteilen. Aber wenn ihr queer seid und eure Ansicht dazu teilen wollt, dann würde mich das mega interessieren, wenn ihr das einfach mal in die Kommentare schreiben würdet. Würdet ihr euch eine klare Antwort von ihm wünschen oder ist es euch komplett egal? Diese Tweets fassen die beiden Lager, die ich so dazu gefunden habe, ganz gut zusammen. Auf der einen Seite geht es darum, dass es nicht um seine Klamotten geht, sondern eher darum, dass er nicht über seine Identität spricht und Spekulationen zulässt, von denen er profitiert. Und auf der anderen Seite, dass man eine Person nicht öffentlich dazu drängen sollte, sich zu labeln. Er supportet die Community, spendet und schuldet den Leuten kein Label, denn es ist seine Sexualität. Und das stimmt, wenn wir bei der Bedeutung von Queerbaiting bleiben, dann ja, er scheint Leuten Halt zu geben, regelmäßig, nicht nur während des Pride-Monats, darüber zu reden und spendet tatsächlich immer wieder für gute Zwecke, wie die Wohltätigkeitsorganisation, die sich für die mentale Gesundheit in der LGBTQ+-Community einsetzt, aber auch für härtere Waffengesetze, Covid-19-Hilfe und Hilfsorganisationen für Geflüchtete und Kriegsopfer. Und um wieder zurückzukommen zu der Frage, wieso er so gehypt wird, ich kann mir vorstellen, dass die Menschen, die ihn supporten, auch das Gefühl haben, die Zwecke zu supporten, für die er so einsteht. So als Fazit kann ich nach der Recherche sagen, vielleicht hätte man tatsächlich einen anderen Mann im Kleid als erstes auf das Cover der Vogue packen können, um eine noch stärkere Message zum Thema Kleiden ohne Geschlecht zu verbreiten, wobei ich da die Verantwortung tatsächlich eher bei den Magazinen dieser Welt sehe und nicht bei Harry Styles. Und ja, sein Stil und seine Kleiderwahl sind wahrscheinlich nichts wahnsinnig Revolutionäres, es machen und haben Männer vor ihm gemacht, die weniger Credits dafür bekommen haben, aber ich find's cool, dass diese Generation auch einen Sänger hat, der so im Mainstream ist, der dieses klassische Bild von einem Manly Man auflockert und sich für Offenheit und Toleranz einsetzt. Vor allem, wenn man sich mal anschaut, dass es aktuell auf TikTok schon auch Jungs und Männer gibt, die mit dieser Ästhetik experimentieren und damit Spaß haben. Ob er jetzt der alleinige Verantwortliche ist, weiß ich nicht, glaube ich jetzt nicht, aber er wird sicherlich einen Teil dazu beitragen, diese Norm auch weiter aufzulockern. Und ich persönlich finde es ziemlich cool, wenn sowas nicht nur bei bekannten KünstlerInnen bleibt, sondern auch bei Menschen ankommen kann, die nicht in der Öffentlichkeit stehen und so das Ganze immer normaler wird und wir vielleicht irgendwann gar nicht mehr solche Diskussionen führen müssen. Aber ich schätze, das ist noch ein ziemlich langer Weg. Ich kann also den Hype zu einem gewissen Grad nachvollziehen, vor allem auch, weil ich die Musik ziemlich nice finde, aber ich würde nicht blind jede Aktion von ihm abfeiern, sondern immer den Kontext betrachten, vor allem, wenn es darum geht, von wem er wie profitiert. Dass die Leute wissen wollen, wie er sich identifiziert, hat wahrscheinlich auch weniger mit ihm zu tun, sondern mehr damit, dass die Leute sowieso glauben, ein Recht darauf zu haben, alles über Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, zu erfahren oder auch sich queere Repräsentation aufgrund der Unterdrückung und Diskriminierung, die es immer noch gibt, dringend wünschen. Da wir aber nichts darüber wissen, wissen wir auch nicht, ob und wie er damit struggelt. Also überlegt mal, wenn er selbst Teil dieser Community sein sollte, dann wäre das in dem Sinne ziemlich heftig, wenn die ganze Welt von ihm verlangen würde, dass er sich outet, oder? Ich habe übrigens nicht erwartet, dass ich bei Harry Styles mit den Recherchen anfange und irgendwo zwischen der Frage der Männlichkeit und Queerbaiting rauskomme, aber here we are. Schreibt mir gern mal Schreibt mir einfach Ayran rein.
Schreibt mir gern mal all eure Gedanken dazu in die Kommentare. Seid ihr Harry Styles Fans? Wenn ja, dann lasst mich mal gerne wissen, warum. Wenn nicht, dann bitte auch. Und wenn ihr schon Richtung Kommentarspalte geht, dann lasst auf dem Weg nach unten dann mal einen Daumen nach oben da. Das hilft uns immer sehr. Und ein Abo, falls noch nicht geschehen. Und checkt gerne unsere anderen Videos aus, beziehungsweise den Podcast Nette Mädchen, den ich auch für das Ding mache. Hier sprechen wir in einer Folge mit jemandem darüber, wie es ist, queer und russisch zu sein. Weil das ist nicht immer so einfach. Hört da gerne mal rein, wenn euch das Thema interessiert. Und dass selbst Instagram CGI-Roboter queerbaiten können, darüber rede ich in diesem Video hier. So, und jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit am Start seid, denn da gibt's wieder das nächste Video. Bye!